MJ Update heute mit einer Folge aus Köln. Hinter mir seht ihr den Dom, vor mir ist das Hyatt Hotel und was es damit heute auf sich hat, erfahrt ihr in der neuen Folge MJ Update Folge 10. Viel Spaß! Und hier habe ich meine Fotoalben von damals. Hier habe ich meine ganzen Michael Jackson Erlebnisse festgehalten. Damals gab es noch keine Smartphones und es wurde alles sorgfältig in Fotoalben festgehalten. Ihr seht, ich habe hier 2 Fotoalben liegen. Insgesamt habe ich Michael Jackson 16 Mal gesehen. Das erste Mal eben hier, wie in diesem Video beschrieben, an dem Tag, an dem er die Colorado Achterbahn im Phantasialand eingeweiht hatte. Und im Phantasialand hatte ich ihn gesehen und dann später am gleichen Abend nochmal am Hotel von Nahen. Ja, damals war ich in der Foto AG meiner Schule und da hatte ich das Glück, Filmmaterial zu bekommen, also alte Fotorollen. Damals gab es noch keine Digitalkameras, damals hatte man noch Filme in die Kameras reingelegt. Und der Lehrer gab uns einen Auftrag und wir sollten interessante Themen fotografieren und diese er dann benoten wollte. Und die glückliche Fügung war damals, dass genau am Folgewochenende Michael Jackson nach Köln kam. Und ich dachte mir, ach, das kann man doch prima kombinieren. Ich habe diese Filme genommen und meine damals noch nicht ganz so gute Kamera eingesetzt und bin dann nach Köln gefahren. Und habe denn hier damals Michael Jackson das erste Mal sehen können. Eröffnung der Colorado Adventure Bahn im Phantasialand. Frühjahr 96 hatte ich das hier aufgeschrieben. Und ihr seht hier Fotos in Schwarz-Weiß. In der Foto AG haben wir leider nur Schwarz-Weiß-Filme bekommen. Ich weiß auch nicht, warum wir uns da keine Farbfilme leisten konnten. In den 90ern gab es durchaus schon Farbfilme. Ja, ich habe hier dazu geschrieben, dass 3000 Menschen da waren. Ihr seht hier Fotos. Ja, da ist Michael wirklich in sehr klein zu sehen. Ich hatte hier in dieses Fotoalbum damals auch nur die Fotos reingeklebt, die wirklich gut gelungen waren. Und im Laufe der Zeit habe ich mir die Negative dann nochmal über den Negativscanner eingescannt. Und da sind dann noch ein paar andere Fotos hinzugekommen. Aber die waren natürlich alle sehr verwackelt, unscharf. Und hier ist halt in ganz klein zu sehen, ja, wo Michael eben winkt, wie er in der Bahn sitzt, wie er aufsteht, auch hier von hinten. Und hier nochmal ein Foto in die Menge. Und das ist letztendlich das Highlight-Foto. Weil hier stand ich an diesem besagten Garagentor vor dem Hyatt Hotel und ja, da ging das Tor auf, vor mir war eine Reihe, dann kamen die Sicherheitsleute und dahinter stand schon Michael. Das war wirklich 1-2 Meter entfernt und sein Blick schweifte einmal in die Menge, er hatte genickt, ich meine, er hat auch noch gewunken und ja, das war das erste Mal, wo ich ihn wirklich von nahen gesehen hatte und das war natürlich ein Riesenerlebnis. Und letztendlich hat mich das Ganze eben auch zu einer sehr guten Note, ich glaube, ich habe eine 1 damals dafür bekommen, gerade für dieses Foto, das ich hier auch mein Logo verwende. Das ist nämlich genau hier an diesem Tor entstanden, das hinter mir ist und dort habe ich Michael Jackson dann das erste Mal von nahem gesehen. Die Fakten, das war der 11. Mai 1996, ein Samstag. Damals hatten wir einen lauen Frühlingstag, das war ein Samstag, ich erinnere mich da noch ganz genau dran. Ich bin mit der S-Bahn von Bergisch Gladbach aus nach Köln-Deutz gefahren, dort befindet sich das Hyatt Hotel und von der Stelle aus habe ich Glück gehabt, denn es sind Fanbusse vom Hotel ins Phantasialand gefahren. In diesen Bussen waren eben alle Fans, die hier Michael am Hotel begrüßt haben und ich hatte damals das Glück, den letzten Bus zu erwischen. Teddy Lakis, das war ja der Koordinator, der Fankoordinator und Michael Jacksons rechte Hand. Er hat damals
damals diese Bändchen verteilt für Fans vor Ort, die mit ins Phantasialand wollten. Und da war ich mit bei. Und so war es eben, dass ich mit diesem Bus ins Phantasialand fahren konnte. Und dort habe ich dann letztendlich Michael Jackson das allererste Mal gesehen, aber eben nicht von nahem. Im Phantasialand gab es verschiedene Orte, an denen Michael Jackson sich den Fans gezeigt hatte. Das war einmal mit dem Phantasialand-Jet und natürlich die Achterbahn, die Michael Jackson Colorado Thrill Ride Achterbahn. Die hatte er eingeweiht und dort war er für gut 15 bis 20 Minuten auch zu sehen. Nochmal ganz detailliert erzähle ich euch, am Hotel angekommen, da waren nur noch wenige Fans da, weil vom Phantasialand aus schon viele Busse ins Phantasialand gefahren sind, die Fans am Hotel abgeholt haben und in Richtung Phantasialand gefahren sind. Das war übrigens kostenlos, wir mussten dafür nichts bezahlen. Wir haben so, ich glaube, gelbe Bänder bekommen. Damit waren wir gekennzeichnet als Michael Jackson-Fans, die umsonst ins Phantasialand rein durften. Und ja, Teddy Larkes hatte das vor Ort alles organisiert. Teddy Larkes war Michael Jacksons Tourbegleiter. Immer wenn er in Europa unterwegs war, war auch Teddy Larkes dabei. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. 1992 bis 1999 war er Michaels rechte Hand sozusagen. Im November 2017 ist Teddy Larkes verstorben. Er war Angestellter vom Mama Concerts, also er war bei dem Konzertveranstalter angestellt und begleitete eben immer, wenn Michael in Deutschland war oder in Europa, auch eben Michael, und er organisierte halt so Fan-Events oder er betreute die Fans vor Ort, er organisierte, dass Fangeschenke bei Michael ankamen und er war auch derjenige, der dafür gesorgt hatte, dass Fans auf Michaels Hotelzimmer kommen durften, wenn die besonders schöne Geschenke gebastelt hatten. Und Teddy Larkes war eben auch an diesem besagten Samstag in Köln und hat diese ganzen Fanbusse organisiert. Ja, mit dem Phantasialand Fanbus ging es dann ins Phantasialand. Dort angekommen, jetzt muss ich mal überlegen, ja, Phantasialand hat verschiedene Eingänge, wir sind zum Haupteingang angekommen, das war der Berlin-Eingang, und am Berlin-Eingang haben sich unten schon bestimmt 500, 600 Fans gesammelt. Da gab es damals so einen Brunnen und dieser Phantasialand-Jet fuhr da durch über diesen Berlin-Eingang. Und an der Stelle haben sich 500, 600 Fans gesammelt. Ich weiß noch, ich bin nicht da geblieben. Ich wollte irgendwo hin, wo ich garantiert Michael sehen würde. Deshalb habe ich mich losgeseilt von dieser Gruppe. Ich glaube auch mit ein paar anderen. Und wir sind dann zu dieser neuen Michael Jackson Achterbahn hingegangen. Die Achterbahn hieß Colorado Adventure, The Michael Jackson Thrill Ride. Das war der offizielle Name von der Achterbahn. Und Michael Jackson war Pate für diese Bahn, der hat die eingeweiht. Und ich habe mich mit ein paar anderen Fans auf den Weg gemacht zu dieser Achterbahn, weil ich kannte den Park schon. Ich wusste, wo die gebaut wurde, und dann bin ich direkt dorthin gegangen. Und das war in diesem Bereich, es gibt so ein Chinatown im Phantasialand, wo man so Bauten aus China nachgebaut hatte. Und dahinter war so ein Western-Bereich, und da passte dann thematisch die Colorado Michael Jackson Achterbahn auch rein. Und da haben wir uns nach vorne gekämpft. Da war dieser ganze Weg, stand zu mit Menschen. Ich habe es eben schon mal, glaube ich, gesagt. Es waren 3000 Personen, die dort standen. Und im ersten Abschnitt angekommen, war ich auch recht weit vorne. Das Doofe war, vor diesem Abschnitt war so ein Pressepodest aufgebaut. Und dieser Pressepodest hat so die Sicht auf die Colorado-Bahn versperrt. Da musste man immer so links, rechts gucken. Das fand ich ein bisschen störend. Das habe ich noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Und an der Stelle gab es auch einen Schwenk in die Fans. Das wurde bei RTL ausgestrahlt. Da gibt es eine Kameraperspektive von oben, wo in die Fans eine Aufnahme gemacht wurde. Und da stehe ich auch ganz rechts am Rand. Und einige von euch kennen vielleicht auch dieses Video von Sarah Connor, die auch in dem Video kurz gezeigt wird. Damals war sie noch nicht bekannt, da war sie auch als Michael Jackson-Fan vor Ort.
Und da wurde sie auch kurz interviewt. Sie stand ganz vorne in der ersten Reihe. Also Sarah Connor und ich, wir waren da wirklich nur ein paar Meter auseinander. Und diese Sequenzen wurden alle von diesem Ort gemacht, an dieser Stelle, an der ich damals war. Ja. Und dann kam eben Michael und er ging oben an der Achterbahn entlang, winkte den Fans, den Presseleuten. Ich weiß nicht mehr genau, wie die ganzen Abfolgen waren. Er war in Begleitung von Kindern. Das war die Schleiter-Familie, mit der Michael Jackson ja auch bis zum Schluss befreundet war. Dabei war... Ja, und dann setzte er sich in die Achterbahn und fuhr mehrere Runden. Also das war nicht nur 1-2 Minuten war er dort und hat einmal gewunken und war wieder weg. Er hielt sich schon... Ich würde mal vermuten, das war so eine Viertelstunde, 20 Minuten an der Stelle auf. Das war ein offizieller Pressetermin. Die Fans drehten natürlich durch. Michael winkte. Er setzte sich hin in die erste Fahrt, fuhr eine Runde. Er kam zurück. Ich weiß nicht mehr, er stand, glaube ich, wieder auf, hat gewunken, hat sich wieder hingesetzt. Dann ging die zweite Fahrt los. Und ich glaube nochmal eine dritte und eine vierte Fahrt. Also ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, hat er 4 Fahrten hintereinander gemacht. Ja, und danach wieder sich verabschiedet und er ist nicht den normalen Weg rausgegangen, weil der normale Weg hätte ihn direkt an die Fans vorbeigeführt. Er wird wieder den Weg zurückgewählt haben, den er auch als Eingang genutzt hat, weil der Eingang von dieser Achterbahn ist etwas verwinkelt. Da muss man im Park so im hinteren Bereich gehen und da ist der Eingang für diese Colorado-Bahn und das wurde wahrscheinlich auch gewählt, weil er da gut rein und raus gehen konnte, weil auch viele nicht wussten, dass da der Eingang ist. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das war ja eine neue Achterbahn, da wusste man noch nicht, wie ist denn der Weg. Das ist eben an der Stelle passiert, an der ich war. Und ich weiß, dass noch einige Fans das Glück hatten, Michael Jackson am Eingang zu sehen. Denn Michael ist mit dem Phantasialand-Jet gefahren. Das ist eine Bahn, die überirdisch durch den ganzen Park gefahren ist, wo man sich eben alles anschauen kann, was der Park bietet. Also dieser Phantasialand-Jet. Und der Phantasialand-Jet, der hielt am Eingang Berlin und da ging von innen die Türe auf. Das ist ja auch sehr unüblich, dass mitten in der Fahrt dann auch die Türe sich öffnet. Das war aber auch natürlich abgesprochen. Da standen nämlich ganz viele Michael Jackson-Fans an der Stelle. Und da ging von innen die Türe auf und Michael hat sozusagen auch an der Stelle den anwesenden Fans gewunken und Hallo gesagt. Und ja, da sind natürlich auch alle durchgedreht. Diese Geschichte kenne ich nur aus Erzählungen. Und das Ganze dauerte wohl auch nur ein paar Minuten. Dann ging die Türe wieder zu, Michael fuhr weiter und dann ist das an der Stelle zu Ende gewesen. Was ich jetzt aber nicht weiß, ist, ob das zuerst passiert ist oder ob er das nach der Einweihung gemacht hat. Also da bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ja, und nach diesem Ereignis weiß ich gar nicht mehr genau, was so alles passiert ist. Also ich weiß, dass wir dann noch durch den Park gegangen sind. Der Park war natürlich voller Michael Jackson-Fans. Und irgendwann ging es dann mit diesen Phantasialand-Bussen auch wieder zurück zum Hyatt Hotel. Das wurde vorher auch angekündigt, um wie viel Uhr man zurückfahren sollte, an welchen Sammelpunkten man sein sollte. Aber es war ja normaler Tagesbetrieb, das war ein Samstag am Wochenende, da sind die Parks im Mai, da sind die Parks ja sowieso immer sehr voll. Also Michael wird nicht durch den Park großartig spaziert sein. Das wird er sicherlich irgendwie nochmal in Randzeiten nachgeholt haben oder eben nach Geschäftsschluss. Sodass es war noch hell, also wir werden wahrscheinlich so gegen 17, 18 Uhr wieder mit dem Bus zurückgefahren sein. Da ging es zurück zum Hyatt Hotel, da wurden die Fans wieder zurückgefahren. Ja, und wie das damals so war, am Hotel, da war natürlich auch eine Menge los. Fans haben sich wieder in der Zwischenzeit am Hotel angesammelt. Ich kann euch auch nicht mehr sagen, war ich im ersten Bus, der zurückfuhr, im letzten. Also es war auf jeden Fall ziemlich viel los am Hotel, am Haupteingang, am Seiteneingang, an diesem Garagentor, das ihr schon gesehen habt. Und auch an diesem Garagentor, da hat sich das schon so gesammelt. Also die Fans wussten, wenn Michael kommt, wird er wahrscheinlich dort
reinfahren. Und da hatte ich mich damals auch gesammelt an der Ecke. Und es war dann auch tatsächlich so, dass Michael über diesen Eingang angefahren kam. Und Teddy Larkus war vor Ort. Als Michael rankam, war natürlich, also ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn Michael irgendwo war, die Fans sind auf den Straßen gerannt, da ist kurzzeitig der Verkehr zusammengebrochen. Das war auch in Köln so, wenn Michael da war. Da gab es eine Hauptstraße in Köln-Deutz und in dem Fall ist Michael ja angekommen, da wussten die Fans natürlich nicht, kommt er jetzt? Und da sind aber natürlich dann alle Leute von allen Seiten, sind die Fans dann zu diesem Garagentor gerannt. Und es war so, dass Michael dann da reingefahren ist zum Garagentor. Das Garagentor ging hoch und da stand eine ganze Armada von Sicherheitsleuten, aber auch von eindeutig nicht als Sicherheitsleuten gekennzeichneten, wahrscheinlich Hotelpersonal. Da waren welche als Koch, die waren in weiß gekleidet, das werden irgendwelche Kochs gewesen sein, die dort arbeiten und wahrscheinlich auch andere Menschen, die dort angestellt waren. Und die haben sozusagen eine Sicherheitsbarriere gebildet, so dass das Auto reinfahren konnte. Dann ging das Tor wieder runter. Dann kam Teddy Larkus, ich glaube, das Tor ging noch mal kurz auf. Dann kam Teddy Larkus und hat gesagt, beruhigt euch, Michael will euch Hallo sagen. Wir machen gleich das Tor nochmal auf. Und er hat gesagt, bitte bitte dreht nicht durch, seid vernünftig, bleibt ruhig, Michael will euch Hallo sagen und kleinen Augenblick bitte. Und hat sozusagen die Menge beruhigt und auch zu verstehen gegeben, dreht nicht durch, Michael wird gleich euch nochmal Hallo sagen. Und das war wohl ausdrücklich Michaels Wunsch, dass er nochmal den Fans, die am Hotel warteten, nochmal Hallo sagen wollte. Dann dauerte das nochmal so 1-2 Minuten, das Tor ging runter, dann ging das Tor wieder hoch. Und da sind natürlich alle durchgedreht, weil eben Michael da stand, wie das besagte Foto. Er winkte, er nickte, hatte den Mundschutz an, keine Sonnenbrille, aber den Hut auf. Und da ist mir dann eben dieses Foto gelungen. Ja, und alle waren natürlich super happy, dass er das gemacht hat, dass er nochmal Hallo gesagt hatte. Und das ist die Geschichte vom Hotel. Das Ganze dauerte 1-2 Minuten. Dann ging das Tor. Die Sicherheitsleute hatten natürlich alle Menge zu tun und auch die Angestellten vom Hotel, die dort als Sicherheitspersonal fungierten. Und die Menge drehte natürlich durch. Sie schrie Michael und so weiter. Und es war ein Gedränge, ein Gequetsche. Und auch wenn Teddy Larkus vorher gesagt hatte, bleibt ganz ruhig, kann man sich das nicht so vorstellen, dass die Leute dann dass die Fans da alle ganz ruhig gestanden haben und genickt haben, okay, und dann, hi Michael. Das fand natürlich nicht statt. Es war immer so, wenn Michael irgendwo war, es drehten alle durch und alle riefen und es war eine Riesenparty sozusagen, die aber auch Michael offensichtlich genossen hat, weil er eben halt auch hier im Bereich seiner Fans war. Das Tor ging wieder langsam runter, der Spuk war vorbei und dann hielt man sich auch nur noch am Hotel auf. Also ich weiß noch, dass ich bis abends oder bis nachts am Hotel war. Das Hyatt Hotel ist leider so, dass die Fenster sich nicht öffnen ließen. Oder die lassen sich auch immer noch nicht öffnen. Das ist ein verspiegeltes Hotel, da sieht man nicht sehr viel. Und ich vermute, dass Michael deswegen das am Garagentor gemacht hat, um sich eben noch einmal den Fans zu zeigen. Anders als am Hotel Bayerischer Hof in München oder im Adlon in Berlin oder auch bei anderen Hotels, wo sich Michael dann auch an den Fenster spielt, winkt, Fenster öffnet und so weiter. Das konnte er in Köln alles nicht machen, weil das Hotel das nicht hergab. Von daher war man am Hotel dann am Abend darauf bedacht, in welchem Zimmer könnte er sein. Und man hat natürlich auch gesehen, dass am einen Fenster, wo das beste Hotelzimmer ist, da hat man dann ausgemacht, dass dafür vermutlich Michael übernächtigte.
Und da hat man dann natürlich auch gedacht, das wird da sein, da, wenn man die Silhouette gesehen hat, wenn es dunkel wurde und die Lichter im Hotel angingen, dann hat man schon so ein bisschen was gesehen. Und da gibt es auch ein Foto, das ich hier sicherlich gemacht habe, wo zu erahnen ist, dass es vermutlich Michael sein könnte. Ja, und dieser Samstag endete dann irgendwann in der Nacht für mich. Am Hotel löste sich nach und nach alles aus. Da wird es auch Fans gegeben haben, die die Nacht dort verbracht haben. Das habe ich damals nicht. Ich war damals so 15, 16. Es war mein erstes Erlebnis, dass ich mal zum Hotel gefahren bin. Später hätte ich da sicherlich auch die Nacht verbracht. Also wenn ich da noch ein bisschen mehr mitbekommen hätte, dass Fans da die Nacht verbringen. Weil am nächsten Tag, am Sonntag, ich kann es euch nicht mehr sagen, bin ich am Sonntag, ich glaube, ich bin da am Sonntag auch noch mal hingefahren und da war aber nichts mehr los. Es kann jetzt auch sein, dass ich Michael in Köln habe ich danach auch noch zweimal erlebt. Ja, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich würde sagen, dieses Erlebnis ist eben damit auch beendet. Ne? Das heißt, am nächsten Tag wird Michael sehr früh wieder gefahren sein. Vielleicht war ja jemand von euch auch dabei und hat noch Erinnerungen, wie das an dem Sonntag war. Kommentiert doch gerne oder teilt es mit, wenn ihr es noch wisst, wie die Abreise von der Colorado, von diesem Wochenende war. Ja, und von diesem Phantasialand-Erlebnis habe ich letztendlich nur eine Doppelseite in meinem Fotoalbum festgeklebt und dahinter geht das mit der History World Tour in Amsterdam weiter. Das war die 10. Folge MJ Update mit einem Storytelling-Spezial. Michael Jackson in Köln und Brühl im Phantasialand, Einweihung der Achterbahn. Berichtet doch auch mal gerne in den Kommentaren, ob ihr dabei wart. Vielleicht sehen das hier ja heute Personen oder Menschen, die auch damals im Phantasialand waren oder die vor dem Hotel waren, die Michael auch am Tor gesehen haben. Wie habt ihr das Ganze empfunden und wahrgenommen? Habe ich vielleicht noch Details ausgelassen oder könnt ihr was ergänzen? Gerne kommentieren. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch kommentiert, ob ich diese Art Folgen weitermachen soll. Ich könnte noch einiges erzählen. Ich habe Michael Jackson 16 Mal gesehen ungefähr. Und wenn euch das interessiert oder wenn ihr die Folge gut fandet, gerne den Daumen nach oben anklicken oder kommentieren oder beides machen. Gerne auch abonnieren, den Kanal abonnieren, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Und folgt mir gerne. Das war die 10. Folge MJ Update. Und bald gibt es wieder eine neue Folge. Wir sehen uns bei MJ Update Folge 11. Macht's gut. Tschüss.